Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Felix und heute tauchen wir tief in die Welt von Victor Hugo ein. An meiner Seite ist wie immer die wunderbare Lisa. Hallo Lisa. Hallo Felix! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema für euch. Wir sprechen über Victor Hugos Vision von Gerechtigkeit, insbesondere durch sein Meisterwerk Les Misérables. Ein Werk, das so viel über Gesellschaft, Menschlichkeit und natürlich Gerechtigkeit zu sagen hat. Genau. Les Misérables ist ja ein absoluter Klassiker und gleichzeitig auch eine große Herausforderung, besonders was die Sprache betrifft. Aber keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute nehmen wir euch an die Hand, erklären wichtige Begriffe und tauchen in die Geschichten und Charaktere ein, die dieses Buch so zeitlos machen. Lisa, magst du vielleicht ein bisschen erklären, warum Victor Hugo so stark auf das Thema Gerechtigkeit fokussiert? Sehr gern, Felix. Victor Hugo war ein Autor, der stark von den sozialen und politischen Veränderungen seiner Zeit beeinflusst wurde. Er lebte in einer Epoche voller Umwälzungen, sowohl in Frankreich als auch in ganz Europa. Das Thema Gerechtigkeit war für ihn unglaublich wichtig, weil er miterlebt hat, wie ungleich die Gesellschaft war. In Les Misérables stellt er viele Ungerechtigkeiten dar, die vor allem die Armen und Benachteiligten betreffen. Ein wichtiger Begriff, den er oft verwendet, ist Barmherzigkeit, auf Deutsch auch Mitgefühl oder Gnade. Ja, Barmherzigkeit. Ein sehr bedeutungsvolles Wort. Lisa, vielleicht könntest du das Wort noch etwas genauer erklären. Man begegnet ihm ja nicht so oft im Alltag. Klar, Felix. Barmherzigkeit ist ein Begriff, der für eine Haltung des Mitgefühls und der Vergebung steht, besonders gegenüber denen, die es schwer haben. In Les Misérables wird das Thema durch Jean Valjean sehr deutlich. Er ist ein ehemaliger Sträfling, der trotz seiner Vergangenheit versucht, ein gutes Leben zu führen und anderen zu helfen. Hugo zeigt hier, dass echte Gerechtigkeit nicht nur durch Gesetze, sondern vor allem durch menschliche Güte und Mitgefühl erreicht werden kann. Genau, das finde ich so bewegend an Jean Valjeans Geschichte. Er hat all diese Widerstände überwunden und zeigt uns, dass Gerechtigkeit manchmal bedeutet, sich gegen die Normen der Gesellschaft zu stellen, natürlich ohne anderen zu schaden. Lisa, weißt du, was ich auch interessant finde? Das Wort Sträfling. Das taucht ja immer wieder auf, wenn wir über Valjean sprechen. Magst du unseren Zuhörern erklären, was es damit auf sich hat? Gerne. Das Wort Sträfling bedeutet auf Deutsch jemanden, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. In Les Misérables wird Jean Valjean als Sträfling Nummer 42.601 bezeichnet, was zeigt, wie entmenschlichend das System war. Er war nicht mehr Jean Valjean, sondern nur noch eine Nummer, ein Beispiel dafür, wie das System Menschen ihre Würde nimmt. Das bringt uns direkt zu einem weiteren wichtigen Thema: Entmenschlichung. Wie Hugo zeigt, sind die Menschen oft nur Zahnräder in einem großen, unpersönlichen System. Und trotzdem gibt es Figuren, die dagegen ankämpfen, wie zum Beispiel der Bischof von Digne, der Valjean hilft. Lisa, kannst du vielleicht erklären, was der Bischof repräsentiert und wie das mit Hugos Vision von Gerechtigkeit zusammenhängt? Natürlich, Felix. Der Bischof von Digne ist ein Symbol für Vergebung und die menschliche Güte. Er steht im Kontrast zu den kalten, strengen Gesetzen, die von Personen wie Javert vertreten werden. Während Javert glaubt, dass Gerechtigkeit nur durch strikte Einhaltung der Gesetze erreicht werden kann, zeigt der Bischof eine andere Seite. Er zeigt, dass wahre Gerechtigkeit auch bedeutet, jemandem eine zweite Chance zu geben und auf das Herz zu hören. Diese Idee wird in Deutsch oft als Gnade vor Recht bezeichnet, also, dass man manchmal Gnade walten lassen sollte, anstatt immer starr auf Gesetzen zu beharren. Gnade vor Recht. Das klingt wie ein ziemlich tiefgehendes Konzept. Besonders wenn wir über Figuren wie Javert sprechen, die das genaue Gegenteil davon sind. Javert ist ja auch eine faszinierende Figur, weil er so sehr an die Regeln gebunden ist. Er sieht die Welt in Schwarz und Weiß, was es ihm unmöglich macht, Valjeans Wandlung zu verstehen. Vielleicht kannst du hier noch einmal das Wort Schwarz- und Weißdenken erklären, Lisa? Sehr gerne, Felix. Schwarz- und Weißdenken bedeutet, dass jemand die Welt nur in Extremen sieht, also ohne Zwischentöne. Für Javert gibt es nur gut oder böse, richtig oder falsch. Er ist nicht fähig, die Grauzonen zu sehen, in denen die meisten Menschen leben.
Das ist auch ein zentrales Thema in Les Misérables. Hugo zeigt uns, dass das Leben viel komplexer ist, als es in Gesetzen und Kategorien passt. Ja, und genau das macht Les Misérables so menschlich und gleichzeitig auch lehrreich. Denn es zwingt uns, darüber nachzudenken, wie wir Selbstgerechtigkeit definieren und wie wir andere Menschen beurteilen. Manchmal ist es nötig, unsere Vorurteile zu überwinden und die Geschichte hinter einer Person zu verstehen. Und das bringt mich zu einem weiteren spannenden Punkt. Lisa. Der Wandel von Jean Valjean. Was bedeutet das Wort Wandel genau in diesem Zusammenhang? Wandel bedeutet Veränderung oder Transformation. Jean Valjean durchlebt einen tiefen Wandel in seinem Leben. Er beginnt als verbitterter Sträfling, entwickelt sich aber zu einem selbstlosen, barmherzigen Menschen, der anderen hilft. Hugos Darstellung von Valjeans Wandel zeigt, dass Menschen fähig sind, sich zu verändern, wenn sie Liebe und Mitgefühl erfahren. Das ist wirklich inspirierend, oder? Es zeigt uns, dass es nie zu spät ist, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und was mir auch aufgefallen ist der Begriff Selbstlosigkeit, den Valjean so stark verkörpert. Lisa, magst du kurz erklären, was Selbstlosigkeit bedeutet? Selbstverständlich, Felix. Selbstlosigkeit bedeutet, dass man bereit ist, auf eigene Vorteile zu verzichten, um anderen zu helfen. Jean Valjean zeigt das immer wieder, zum Beispiel als er Marius rettet, obwohl es sein eigenes Leben in Gefahr bringt. Hugo will damit zeigen, dass echte Gerechtigkeit und Menschlichkeit aus der Bereitschaft kommen, sich für andere einzusetzen. Absolut. Ich finde, das ist auch eine große Lektion, die wir alle aus Les Misérables ziehen können. Gerechtigkeit ist eben nicht nur eine Frage der Gesetze, sondern auch eine Frage des Herzens. Und das Buch stellt auch die Frage: Wie würden wir handeln, wenn wir in Jean Valjeans Lage wären? Würden wir genauso handeln wie er oder würden wir aufgeben? Genau, das ist eine wichtige Frage. Das Buch fordert uns dazu auf, unsere eigene Moral zu hinterfragen und über unsere Werte nachzudenken. Victor Hugo wollte, dass seine Leser die Gesellschaft kritischer betrachten und verstehen, dass wahre Gerechtigkeit oft jenseits von starren Regeln liegt. Das bringt uns auch zum Begriff Moral. Das sind die Werte und Prinzipien, die unser Handeln leiten. Sehr schön erklärt, Lisa. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um langsam zum Ende zu kommen. Heute haben wir viel darüber gelernt, was Victor Hugo uns mit Les Misérables über Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Moral sagen wollte. Und natürlich auch einige interessante deutsche Begriffe wie Barmherzigkeit, Wandel und Selbstlosigkeit besprochen. Ja, das war wirklich ein spannendes Gespräch, Felix. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten einiges mitnehmen, sowohl über die Welt von Victor Hugo als auch über die deutsche Sprache. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wir haben ein sehr interessantes Thema für euch vorbereitet, bei dem ihr viele neue und spannende Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Bis dahin, passt gut auf euch auf und bleibt neugierig. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut.